Werfe bitte etwa 500 Gramm Schweinerippchen in einen Topf mit Bratfett auf starker Hitze und lasse sie ordentlich anbrutzeln. Vorher befreien wir natürlich mit einem flinken Messer die einzelnen Rippchen voneinander. Und diesmal halten wir es ganz simpel. Für den Kick würzen wir nur mit Salz. Manchmal ist weniger wirklich mehr, oder? Was du auch im Voraus tun musst, ist 120 Gramm Gerste im kaltem Wasser spülen und sie dort ein wenig relaxen lassen. Das verkürzt nachher die Kochzeit und gibt dir Zeit für andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel das Kleinschneiden aller übrigen Zutaten. Nachdem unsere Rippchen eine göttliche goldene Kruste bekommen haben, nehmen wir sie heraus, reduzieren die Hitze auf mittlere Stufe und geben ungefähr 2 Esslöffel Annatto-Öl in denselben Topf dazu. Danach schmeißen wir 4 klein gehackte Frühlingszwiebeln zum Brutzeln hinein. Das Annatto-Öl ist der heimliche Held dieses Rezepts. Mit seinen leichten, pfeffrigen, erdigen, aber gleichzeitig süßlichen Noten bringt es eine Fülle von Geschmacksebenen in das Rezept ein. Und wenn du gerade denkst, oh Mann, keine Ahnung, wo ich das herbekomme, kein Problem. Annatto-Öl selbst herzustellen ist mega easy. Und am Ende dieses Videos werde ich dir ein Tutorial dazu einblenden, damit du es auch kannst. Gleich nach den Frühlingszwiebeln schmeißen wir 2 bis 3 klein gehackte Knoblauchzehen und etwa 2 kleine Stangen Staudensellerie dazu und lassen alles schön vor sich hin brutzeln. Um diese leckere Suppe den perfekten südamerikanischen Kick zu verleihen, fügen wir jetzt Salz und Pfeffer nach Geschmack, ungefähr einen halben Teelöffel Kreuzkümmel und einen Teelöffel Oregano hinzu. Schau dir diese Farbe an. Das Annatto-Öl versorgt das Gericht nicht nur mit Geschmack, sondern auch mit einer ordentlichen Portion Wow-Faktor. Sobald diese Zutaten schön angedünstet sind, kannst du den Gerstenreis und die Schweinerippchen wieder hineingeben und ungefähr 1,8 Liter Wasser hinzufügen. Wenn das Wasser kocht, gönn dir erstmal eine Pause und lass die Suppe vor sich hin köcheln. Etwa 25 Minuten später kannst du die Gerstensuppe weiter verfeinern mit 2 bis 3 klein gewürfelten Kartoffeln, 1 oder 2 gehackten Karotten und ungefähr 70 Gramm Weißkohlstreifen. Nach 15 Minuten schmecken wir wieder mit Salz und Pfeffer ab, bevor wir frisch gehackte Petersilie und Koriander hinzufügen. Diese Suppe ist einfach der Wahnsinn und ich kann es wirklich nicht oft genug betonen. Das Annatto-Öl verleiht diesen Zutaten einen unglaublichen Kick. Und im Video auf der linken Seite des Bildschirms zeige ich dir, wie du es selbst herstellen kannst. Check das also unbedingt aus.